Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Calyx mit neuer Demo, erstes Content-Update für City Tales, Revival Recolonization mit Mega-Angebot, Neues zur Echtzeit-Kriegssimulation Strategos, EA stampft die Marke Need for Speed ein, Let 'em Trade könnte richtig gut werden, Göttersimulation Fatadeum aus Deutschland hat einen Release-Termin und Hauptdarsteller für The Legend of Zelda Kinofilm bekannt gegeben. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hot-Plattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch City Tales sowie Revival Recolonization ans Herz legen, da dem einen spannenden Content bevorsteht und das andere fast verschenkt wird. Mehr dazu aber gleich noch. In Calyx seid ihr der einzige Überlebende einer Weltraumexpedition, welche euch KI-gesteuert zu einem fremden Planeten befördert, um dort eine Basis für den Erzabbau zu verwalten. Das Abbauen der Ressourcen des Planeten erweckt allerdings einen pflanzlichen Organismus, welcher euch fortan vertreiben bzw. vernichten möchte. Gesagt getan, seht ihr euch hier also einer wild wuchernden Pflanze gegenüber, die ihr nur mit viel Feuerkraft aufhalten oder im Idealfall langsam zurücktreiben könnt, soweit euch die Munition oder Energie nicht ausgeht, was dann wohl euer Ende bedeuten sollte. Calyx hat diese Woche eine komplett überarbeitete Demo erhalten und möchte euch von seinem RTS-Ansatz überzeugen. Wer also Bock hat, spielt mal rein und packt sich den Titel im Zweifel auf die Wishlist. Hi everyone, I'm Remy Mallet, Game Director at Irregular Shapes, and I am so pleased to present you today City Tales Medieval Era. City Tales Medieval Era hat den ersten fetten Haken an seiner Wishlist und euch somit das erste große Content-Update namens Tacticon in die Hände gelegt. Das Update räumt vor allem das UI auf, ergänzt einige Zielobjekte, um eure Stadt zu verschönern und bringt mit Montabler Mine Downs auch eine komplett neue Map mit. Obendrauf gab es einige Grafikverbesserungen, die unter anderem die Geländetexturen höher auflösen, für eine schönere Farbskalierung sorgen und den Schattenshader erweitern. City Tales Medieval Era ist ein gemütlicher Citybuilder, welcher am 22. Mai den Early Access verlassen hat. Bei meinem Partner Instant Gaming bekommt ihr den Titel für ca. 15 € und damit mindestens 5 € günstiger als über Steam direkt. Außerdem unterstützt ihr mit jedem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Thank you for your attention, future monarchs, and see you soon in City Tales. Wir bleiben bei guten Angeboten, denn das gilt nämlich noch viel mehr für das 4X-Strategiespiel Revival Recolonization, in welchem ihr auf einer postapokalyptischen Version der Erde ums Überleben kämpft. Denn für gerade mal 3 € erhaltet ihr hier ein riesiges Strategiespiel, in dem sich keine Partie wie die vorherige anfühlen soll. Während ihr hier also euer Volk durch allerlei Gefahren befehligt, baut ihr Stück für Stück die Zivilisation erneut auf und erkundet gleichzeitig die Ruinen der Vermächtnisse der Vorfahren vor der geheimnisvollen Katastrophe. Wer mit 4X-Strategie was anfangen kann und mit Civ 7 soweit durch ist, sollte hier definitiv mal einen Blick riskieren. Hingegen sollt ihr mit Strategos ein Echtzeit-Taktik-Kriegsspiel in der Antike bekommen. So dürft ihr hier teils reale und teils fiktive historische Schlachten zwischen den großen und kleinen Mächten des historischen Mittelmeerraums nachstellen. Nachdem man vor einigen Wochen viel Feedback mit einer ersten Demo sammeln konnte, die leider aktuell nicht mehr zur Verfügung steht, ist das Team um Strategos Games aktuell damit beschäftigt, das Feedback der Spieler im Spiel umzusetzen. Außerdem werkelt man aktuell an der Sizilien-Kampagne, also einem der Schauplätze des Spiels,
auf der ihr dann im fertigen Spiel je nach Ausgang einer Schlacht eure aktuellen Landesgrenzen bewundern könnt. Übrigens soll es später über 120 Fraktionen mit über 250 Einheiten geben, also jede Menge Holz, um sich wild durch die Antike zu kämpfen. Strategos hat noch keinen Termin, soll aber noch 2025 in den Early Access starten. El tiempo es el fuego en el que ardemos. EA hat es wieder getan. Also eine weitere einst starke Videospielemarke hinter dem Firmengebäude auf dem hauseigenen Friedhof der toten Franchises, wahrscheinlich direkt neben C&C und Dungeon Keeper vergraben. Denn mit dem Abschalten der Speedhunter-Website, welche jahrelang klar mit Need for Speed verbunden wurde und als Schnittstelle zur Rennsport-Community galt, hat EA quasi sein größtes Marketinginstrument für die Serie in den Wind geschossen. Auch wenn sich EA hierzu nicht geäußert hat, haben sie es an anderer Stelle zu einem anderen Thema dann doch getan. Denn in etwa gleichzeitig verkündete man die Serverabschaltung von Need for Speed Rivals für den 7. Oktober, was das Spiel ab diesem Zeitpunkt quasi unbrauchbar macht. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass Rivals schon über 10 Jahre alt ist und auch nicht der neueste Serienteil ist, wenn da nicht noch die Zusatzinfo wäre, dass das zuständige Entwicklerstudio Ceterion Games ab sofort nur noch exklusiv an Battlefield arbeiten wird. Alles zusammengenommen gibt dann schon ein deutliches Bild, dass man die Serie intern abgeschrieben hat, bis man sie EA-typisch dann in ein paar Jahren wieder rauskramt, um sie als Pay-to-Win-Smartphone-Spiel endgültig zu töten. Boah, wenn das nicht so traurig wäre. Aber echt, ey. Also schnell zu was Schönerem. Diese Woche hat mich mein Review-Key für Let 'em Trade erreicht. Vielen Dank also erstmal an dieser Stelle an den Entwickler Spaceflower. Auch wenn ich freundlich ablehnen musste, da mir für Reviews aktuell absolut die Zeit fehlen, wollte ich den Titel euch trotzdem mal kurz vorstellen. Let 'em Trade ist im Groben ein Catan-Brettspiel in deutlich ausgebauter Form, in dem ihr ein Netzwerk von Handelsstädten errichtet, um im Auftrag des Königs ein großes Schloss zu bauen. Das Spiel zielt dabei auf gemütliches Gameplay ab, hat also keine Militärkomponente und ist also eher was zum Relaxen und Abschalten. Let 'em Trade erscheint kommende Woche am 24. Juli und kann schon jetzt via Demo auf Steam kostenlos angetestet werden. Da hatte ich diese Woche mit Demiurgos eigentlich schon die Wiedergeburt der Göttersimulation verkündet, euch aber gleichzeitig unterschlagen, dass es mit Vater Deum, und das sogar aus Deutschland, noch ein weiteres Projekt in diesem Nischengenre gibt. Anders als Demiurgos, welches sich mehr an Urvater Populus orientiert, erinnert Vater Deum unschwer auf den ersten Blick direkt an die Black-and-White-Spiele. So beeinflusst ihr auch hier als imaginäre Hand eines Gottes die vor euch lebende Bevölkerung und entscheidet euch genretypisch entweder für einen guten oder abgrundtief bösen Weg, der sich natürlich auch optisch sehr auf die Landschaft auswirkt. Die kultigen Kreaturen wie im großen Vorbild gibt es allerdings nicht, dafür aber jetzt einen Release-Termin. Vater Deum The God Sim startet im September 2025 in seinen Early Access. Who will you become? Last but not least kam die Meldung der Woche mal wieder von Nintendo. Denn der Mario-Konzern hat die Rollen von Prinzessin Zelda und Link für die Realfilmverfilmung von The Legend of Zelda bekannt gegeben, welche am 7. Mai 2027 in den Kinos starten soll. Die Rolle von Prinzessin Zelda geht dabei an die 21-jährige Bo Bragason,
welche wie ihr männlicher Gegenüber noch relativ unbekannt ist, was sicherlich eine gute Casting-Entscheidung sein sollte, nachdem bereits ein kleiner Internetkrieg ausgebrochen war, welcher Superstar die Rolle übernehmen solle. Die Hauptrolle, also die von Link, ging daher an den ebenfalls noch völlig unbekannten und auch erst 16 Jahre alten Benjamin Evan Ainsworth, welchem sie vor Drehbeginn natürlich noch die Haare blond färben werden. Also kommt mal wieder runter. Handlungstechnisch ist noch absolut gar nichts bekannt. Eine Verfilmung des besten Videospiels aller Zeiten, also Ocarina of Time, aber mit diesem Cast eher unwahrscheinlich. Denn Ainsworth ist für den jungen Link an sich zu alt und für die ältere Version nach der Zeitreise eigentlich auch zu jung. Ich sag's mal so, dieser Film kann wie der Mario-Film richtig gut werden oder in einem kompletten Cringe-Fest baden gehen. Spannend ist es allemal. In diesem Sinne, ein schönes Restwochenende. Schaut euch mal City Tales und Revival Recolonization an, damit ihr auch was Vernünftiges zockt, und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Link, los! Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung.